Meine Damen und Herren, ich schlage den Bogen von 10 Jahren. Wer das Bild Chinas von damals noch vor Augen hat, diese maskenhaften Gesichter in ihren trostlosen, sackartigen Kleidern, Männlein und Weiblein, alle in derselben grau-blau-schwarzen Ausführung, die Läden ohne Sortimente, und was Sortiment war von primitiver Qualität. Wenn Sie heute nach China kommen, das Bild hat sich grundlegend geändert. Das heißt noch lange nicht, dass es etwa heute schon zu normalen Bedingungen gekommen ist. Aber Sie sehen Farbe in der Kleidung, Mode bei den Damen, Sortiment in den Läden, den Genuss des Konsums, aber noch lange nicht genug. Kurzum, ob Asiaten oder Europäer, ob Chinesen oder Deutsche, und das gilt auch für die Russen, die menschlichen Grundeigenschaften sind überall die gleichen. Die Menschen wollen mehr Freiheit und sie wollen besser leben und sie wollen sozial abgesichert sein oder als junge Menschen einen optimistischen Ausblick in die Zukunft haben. Da unterscheiden sich im Grundlegenden die Chinesen auch nicht von den Deutschen. Meine Damen und Herren, als mir damals im Jahr 1975 der chinesische Außenhandelsminister sagte, Kredit für Kauf von Industriegütern ausgeschlossen. Wir wollen nicht abhängig werden von Europa, von Amerikanern. Ich sage zu ihm, Herr Minister, dann müssten schon die Sowjets lange abhängig sein, denn die nehmen schon dauernd Kredit und ihre Verbündeten auch auf. Aber die Vorstellung, dass es hier irgendwie zu einer Annäherung der Systeme kommen würde, undenkbar. Ich lasse mich den Bogen schlagen, Oktober letzten Jahres. Oktober letzten Jahres, man zeigt mir mit Stolz ein chinesisch-deutsches Automobilwerk in Shanghai. 50% des Kapitals deutsch, 50% chinesisch, Management deutsch, Ausbildung der Facharbeiter und der Lehrlinge deutsch, Qualitätskontrolle nach deutschen Normen läuft dort der Passat und der Audi 80 laufen dort von den Fließbändern, zurzeit 40.000 im Jahr, Produktionsziel 130.000. Gut, die werden nie aufholen können, denn wenn die unseren Grad der Motorisierung erreichen würden, dann bräuchten sie ungefähr 750 Millionen Automobile bei einer Bevölkerung von 1,1 Milliarden. Aber vor 10 Jahren wäre jeder als Narr verschrien worden, in China beinahe einer medizinischen Behandlung zugeführt worden, der gesagt hätte, in 10 Jahren gibt es gemeinsame Unternehmungen zwischen den europäischen Kapitalisten und den chinesischen Kommunisten. Die Chinesen sind Pragmatiker. Ich habe Herrn Deng Xiaoping gefragt, wie werden Sie denn mit dem fertig allen? Bleibt Ihre Politik? Sagte, die bleibt. Erstens bleibe ich noch lange im Amt, ich bin erst 81 Jahre alt. Und ich will ja erst im Jahre 96 abtreten, wenn Hongkong wieder an China zurückfällt. Außerdem habe ich eine ganze Menge von Nachfolgern. Dieses Rad kann niemand mehr anhalten, kann niemand mehr zurückdrehen. Und diese Wandlung heute in China, dass einerseits noch Marx verehrt wird, aber andererseits schon ins Museum gestellt wird. Die haben ihre eigene Walhalla und da steht der Marx auch drin. Und Deng Xiaoping sagte zu mir, wissen Sie, Herr Minister Strauß, Marx war gut für die Vergangenheit. Probleme der Vergangenheit, Marx. Probleme der Zukunft, ohne Marx. Die müssen ja irgendwie den Leuten, denen Sie über 30 Jahre oder 35 Jahre gesagt hatten, dass allein der Marxismus die Probleme ihres Landes lösen kann, müssen Sie jetzt klar machen, dass man ohne Marx sie nur lösen kann und gegen Marx sie lösen kann. Aber da sind die Chinesen schon im Aufbruch in die Zukunft. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Schwäche der Verbündeten Moskaus, die ungeheuren Schwierigkeiten, denen sich Herr Gorbatschow gegenübersteht, bei dem Bemühen, ein ineffizientes System effizient zu machen, ohne es aufzugeben. Das ist die Quadratur des Zirkels. Und darum bin ich überzeugt, der Anfang vom Niedergang des Kommunismus hat begonnen. Ich sage das nicht, um Ihnen Geschichten von meinen Reisen zu erzählen oder farbige Märchen darzubieten, sondern weil ich darauf meinen Glauben baue, dass eines Tages, und wenn auch wir es nicht mehr erleben, unsere Kinder oder Kindeskinder, eines Tages wird für ganz Europa und für ganz Deutschland die Stunde der Freiheit schlagen. Ich wollte
damit begründet haben, meine Damen und Herren, warum wir eine Politik mit dem langen Atem geschichtlichen Bewusstseins brauchen.